Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizzo-Kanal. Diese Woche habe ich mich mit einem ziemlich verrückten Projekt beschäftigt. Und zwar habe ich Gummibärchen selber gemacht mit Cola-Geschmack. Denn ich habe noch etwas Cola-Sirup im Kühlschrank, den ich neulich mal gemacht habe und dachte mir, damit kann man doch bestimmt auch leckere Gummibärchen machen. Ja, als ich so beim Ausprobieren war, da kam mir in den Sinn, was war das eigentlich für ein Zufall, als dieser Harald Riegel aus Bonn seine Firma Haribo gegründet hat und sich dachte, er nimmt jeweils die ersten beiden Buchstaben seines Namens und die der Gründungsstadt, also Bonn, und nennt die Firma Haribo. Also wenn ich das machen würde, dann käme dabei nie raus. Also die Gummibärchen will doch keiner kaufen. Wie dem auch sei. Im Internet gibt es viele Rezepte für Gummibärchen. Ich wollte aber unbedingt die richtige Konsistenz haben. Und dafür müssen wir ein klitzekleines bisschen in die Chemie-Trickkiste greifen. Und falls du ein Sous-Vide-Gerät hast, dann ist das durchaus von Vorteil, ist jetzt aber nicht zwangsläufig notwendig. Das gesagt, legen wir los, machen wir unsere eigenen richtig leckeren Gummibärchen. Ja, legen wir gleich los. Und zwar gebe ich mir die Zutaten hier in Schraubgläser. Das hat den Vorteil, dass man die nachher bequem im Wasserbad versenken kann. Und zwar kommen hier 55 Gramm Zucker bzw. Puderzucker in das Glas. Dann kommen da rein 5 Gramm Sorbitolpulver. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und 60 Gramm Glukosesirup. Ja, und das verrühren wir dann schön, machen den Deckel drauf und dann kommt das eben in ein temperiertes Wasserbad mit 65 Grad. Also ich habe jetzt hier mein Sous-Vide-Wasserbad verwendet, aber du kannst es natürlich auch in einem Topf mit Wasser machen. Also das ist kein Problem. Du musst dann halt die Temperatur zwischendurch kontrollieren und gegebenenfalls entweder den Herd nochmal anstellen oder eben nochmal heißes Wasser nachgeben. Oh, dann kommt das Glas in jedem Fall in das Wasserbad und da lassen wir das für 35 bis 40 Minuten drin, bis die Glucose auf 65 Grad erhitzt ist. Und da haben wir genug Zeit, um zwischendurch die Gelatine vorzubereiten. Und dafür kommen 25 Gramm Wasser, 20 Gramm vom Cola-Sirup oder irgendeinem anderen Fruchtsirup, den du verwenden möchtest, und 18 Gramm Gelatine, einer starken Gelatine mit 250 Blumen, hier in das Glas und dann verrühren wir das Ganze. Der Blumenwert gibt an, wie stark eine Gelatine ist. Das ist eine Skala von 50 bis 300. 250 ist also schon eine sehr starke Gelatine. Da musst du mal auf der Verpackung gucken, da steht das in der Regel drauf. Ja, und dann verschließen wir das Glas und legen das für 30 Minuten in das Wasserbad. Ja, zwischendurch können wir mal das Glas mit der Glucose aus dem Wasserbad nehmen und einmal ordentlich durchrühren. Glukosesirup bekommst du übrigens ganz einfach in irgendeinem Backshop oder eben bei Amazon. Und das Sorbitol auch. Dabei handelt es sich übrigens um einen Zuckeraustauschstoff, also um einen Zuckeralkohol, der in der Diabetikerernährung verwendet wird. Das ist ein kalorienarmer Zucker, der keinen oder nur wenig Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Sowas wie Erythrit. Wir verwenden den hier allerdings, um die Masse feucht zu halten, weil dieses Sorbit unheimlich hygroskopisch ist, also wasseranziehend. Und das sorgt dafür, dass unsere Gummibärchen schön feucht bleiben. Ja, dann kann man zwischendurch schon mal die Form, welche auch immer du verwenden möchtest. Ich habe halt eine Gummibärchenform, auch nicht mit Stärke abstäuben und dann die überschüssige Stärke abklopfen. Und die Gelatine hat dann jetzt auch lange genug gequollen und ist in jedem Fall aufgelöst nach 30 Minuten. Und dann können wir die Inhalte von unseren beiden Gläsern zusammenrühren. Ja, dann kommen noch 3 Gramm Apfelsäure dazu, um das Ganze schön sauer zu machen. Richtig ordentlich vermischen das Ganze. Ja, und da gab es hier zu meiner Silikonform so eine Pipette dazu. Da fülle ich mir hier schön die Förmchen auf.
Ja, und wenn das erledigt ist, dann kommt die Form in den Kühlschrank. Und da lasse ich die jetzt erstmal für 2 Stunden drin, bis die Masse soweit fest geworden ist. Dann können wir die Form wieder rausnehmen, die Oberfläche der Gummibärchen nochmal mit Stärke abpudern, überschüssige Stärke wieder abklopfen und dann die Form in Frischhaltefolie einwickeln und das Ganze nochmal in den Kühlschrank stellen für weitere 20 bis 24 Stunden. Und wenn die Gummibärchen dann richtig schön fest sind, ja dann... Ja, dann muss man die nur noch aus der Form lösen und genießen. Es sind jetzt noch keine 24 Stunden rum, aber ich konnte einfach nicht mehr warten. Zugegeben, das ist ein recht großer Aufwand für eine kleine Menge Gummibärchen. Aber meine bevorzugte Anwendungsweise dafür ist auch, ja, jemand Besonderem ein Geschenk zu machen, zum Beispiel zum Geburtstag. Da könnte man jetzt, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, da könnte man jetzt hier zum Beispiel eine Buchstabenform nehmen eben und die Masse in die Buchstabenform gießen und dann ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag schreiben auf die Torte und dann halt noch den Namen des Beschenkten zum Beispiel. Also ich denke, darüber würde sich jeder sehr freuen, über sowas Besonderes, Selbstgemachtes. Ja. Davon abgesehen, wenn du deine Gummibärchen auf diese Weise machst, dann genießt du wirklich jeden einzelnen. Und das gesagt, ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich muss ganz dringend ein paar Gummibärchen essen. Sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder nach unten, wie du magst. Falls du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonniert hast, dann ja, freue ich mich wirklich sehr, wenn du den Kanal Nico Staniszok abonnierst. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt einfach und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Gummibärchen machen gehen.